Lärm hat nachweislich gesundheitsschädliche Auswirkungen. Ab welcher Lautstärke und wie, das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO berechnet und Grenzwerte empfohlen. Professor Andreas Seidler ist Epidemiologe an der TU Dresden. Er erforscht krankmachende Umwelteinflüsse. Sein Team wertet Lärmdaten aus und vergleicht sie mit den Richtlinien der WHO. Die neuesten Ergebnisse stammen aus Hessen und sie sind alarmierend. Wenn man auch die Nebenstraßen mit einbezieht, dann sehen wir beispielsweise, dass mehr als 20% der hessischen Bevölkerung Straßenverkehrslärm ausgesetzt ist, der nach den neuen WHO-Richtlinien als gesundheitsgefährdend einzuschätzen ist. Auch wenn Lärm keine unmittelbare Gefahr darstellt, reagiert unser Organismus so, als wäre es eine. Die Nebennieren schütten Stresshormone aus. So bereitet sich der Körper normalerweise auf Kampf oder Flucht vor. Das Herz schlägt schneller und der Blutdruck steigt. Fett- und Zuckerreserven werden ins Blut gepumpt, um mehr Energie bereitzustellen. Immunsystem und Verdauung dagegen werden heruntergefahren. Hält dieser Alarmzustand dauerhaft an, macht er krank. Er führt zu Bluthochdruck, zu viel Blutzucker und Cholesterin, Vorboten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt. Rund 8,4 Millionen Menschen sind laut einer aktuellen Schätzung des Umweltbundesamts gesundheitsschädlichem Straßenverkehrslärm ausgesetzt. An zweiter Stelle Schienenverkehrslärm. Er gefährdet rund 6,4 Millionen. Gefolgt von Fluglärm mit fast 850.000 Menschen. Alle Schätzungen beziehen sich nur auf die jeweiligen Hauptstrecken. Die Dunkelziffer dürfte also wesentlich höher sein. Ab wann Geräusche als lästig, also als Lärm empfunden werden, erforschen Wissenschaftler am Institut für Akustik der TU Dresden. Mit einer virtuellen Autofahrt untersucht Professor Ercan Altinsoy, auf welche Lärmarten Probanden besonders empfindlich reagieren. Das Akustiklabor ist komplett gedämmt, auch der Boden. Laufen können die Forscher nur auf einem Netz. Deshalb werden hier drin praktisch keine Schallwellen reflektiert. So können die Wissenschaftler Geräusche sehr genau messen. Sie wissen, dass uns bestimmte Eigenschaften besonders zusetzen. Höhere Frequenzen sind bei uns immer Aufmerksamkeit erregend und entsprechend problematischer. Auch zeitliche Änderungen. Wir reagieren zeitliche Änderungen sehr, sehr empfindlich. Und wenn Geräusche oder Lärmquellen sehr veränderliche Geräusche haben, zum Beispiel wenn ein Zug immer jede 15 Minuten fährt, aber kein kontinuierliches Geräusch ist, das ist für uns viel problematischer. Gemessen wird Lärm in Dezibel, eine Einheit für Schalldruck. Je größer der Druck einer Schallwelle, desto lauter wirkt ein Geräusch. 90 Dezibel reichen, um eine Kerze zu löschen. Auch ein Lautsprecher erzeugt Schallwellen. Einen Unterschied von 10 Dezibel empfinden wir als doppelt oder halb so laut. Entscheidend ist aber nicht nur der Schalldruck, sondern auch die Frequenz. Sie gibt an, wie schnell hintereinander Schallwellen ausgestoßen werden. Wir sind als Menschen besonders empfindlich für höhere Frequenzen. Besonders ab 1 kHz bis zu 5 kHz sind wir sehr empfindlich. Deshalb gibt es unterschiedliche Bewertungen von Lärm. Die Skala dBA berücksichtigt das menschliche Hörempfinden. Geräusche in gut hörbaren Frequenzen werden dabei als besonders störend bewertet. Die gesundheitliche Richtlinie der WHO für Straßenverkehr maximal 53 dBA als Mittelwert für 24 Stunden und nachts nicht über 45 dBA. In Deutschland werden diese Richtwerte an vielen Straßen überschritten, so das Umweltbundesamt in seiner aktuellen Veröffentlichung. Etwa 4%
der koronaren Herzkrankheiten, das ist wesentlich der Herzinfarkt, sind auf Straßenverkehrslärm dieser Abschätzung zufolge zurückzuführen, sodass sich pro Jahr etwa 50.000 Herzinfarkttote durch Straßenverkehrslärm abschätzen lassen. Höchste Zeit also, verbindliche Lärmgrenzwerte einzuführen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es uns am besten in die Kommentare. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Videos von uns und am besten abonniert ihr unseren YouTube-Channel, dann verpasst ihr keins und dann werdet ihr ganz automatisch zum Mitwisser.